Hallo liebe Leute, willkommen bei Kunsthandwerk Brettchenweben. Mein Name ist Angela Rohrmoser und ich möchte euch das Weben in Schnurbindungstechnik vorstellen. Die Schnurbindungstechnik ist die einfachste der Webtechniken, bei der alle Brettchen zusammengedreht werden. Im letzten Video habe ich bereits erklärt, wie man eine Kette schert. Jetzt drehe ich die Brettchen und zeige euch, was man mit der Schnurbindungstechnik alles anstellen kann. Alle grundsätzlichen Tipps könnt ihr auf meiner Homepage www.rohrmosers.com im Heft 28 kostenlos herunterladen. Neben den vielen weiteren Bändern in Schnurbindungstechnik, die im Internet angeboten werden, könnt ihr auch ein Arbeitsheft mit einfachen und eines mit schwierigeren Mustern von mir erwerben. Und jetzt geht es gleich ans Weben. Auch den Webrhythmus habe ich bereits erklärt und deswegen nur eine kurze Zusammenfassung. Die Handgriffe heißen drehen, drücken, ziehen und legen. Und sie sind immer gleich, egal was ihr webt. Eine Kette beginnt ihr immer mit dem sogenannten Anweben. Im ersten Stück Kette muss man oft noch ein bisschen korrigieren. Fäden, die Brettchen und auch die Bandbreite. Nehmt euch fürs Anweben so viel Zeit, bis die Kette wirklich schön ist. Für den ersten Schuss immer zuerst drehen. Dann geht der Schuss von der linken zur rechten Seite der Kette. Der erste Schuss geht immer in Leserichtung. Anschließend erfolgt der zweite Schuss in Gegenrichtung. Es ist wichtig, dass ihr immer dieses Bewegungsmuster einhaltet. Später braucht ihr dann weniger zu denken. Und jetzt der Trick mit dem doppelten Anfang. Dafür habe ich mir ein Stück Pappe zurechtgeschnitten. Die schiebt ihr ins Webfach und fangt nun noch einmal von vorne an. Bereits nach den ersten 4 Schüssen könnt ihr sehen, dass das Band nun sehr viel gleichmäßiger ist. Unten das Stück vom Anweben, oben das Stück vom doppelten Anfang. Die Pappe zieht ihr heraus und schneidet den Faden ab und vernäht ihn. Fertig, der Anfang ist gesichert. Später könnt ihr dann das kleine Anwebstück wegschneiden. Und jetzt komme ich zu den Webanweisungen. Da findet ihr in der Schnurbindungstechnik einen kleinen Turm mit Zahlen, einmal hell, einmal dunkel unterlegt. Die zeigen euch an, wie ihr drehen sollt, um ein bestimmtes Muster zu drehen. Hier ein Vierermuster, das heißt 4 Drehungen nach vorne, 4 nach hinten. Die Drehung der Brettchen sieht dann so aus. Zuerst dreht ihr Loch 1 von hinten nach vorne, dann Loch 2, Loch 3 und Loch 4. Anschließend geht es wieder zurück, das heißt, ihr dreht Loch 4 von vorne nach hinten, Loch 3, Loch 2 und Loch 1. Und jetzt für die, die es ganz genau wissen wollen. Am Einzugschema könnt ihr erkennen, wie das Muster gewebt aussehen wird. Jede Reihe entspricht einer Lochnummer. Die Löcher Nummer 1 aller Brettchen ergeben folgendes Muster, wenn man sie nach vorne dreht. Die Löcher Nummer 2 aller Brettchen in der Vorwärtsdrehung dieses, genauso mit allen Löchern Nummer 3 und 4.
Und jetzt geht es zurück. Da müsst ihr im Kopf das Muster des Einzugsschemas spiegeln. Man fängt mit allen Löchern Nummer 4 an und dreht zurück. Nummer 3, Nummer 2 und Nummer 1. Das Vierermuster. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie ein solches Muster Reihe für Reihe beim Weben entsteht. Hier bei einem Sechsermuster. Zuerst 6 Vorwärtsdrehungen. Das heißt, zuerst die Löcher Nummer 1, 2, 3, 4 und dann wieder 1 und 2. Dann 6 Rückwärtsdrehungen. Da fängt man bei Loch 2 an und dreht 6 Mal zurück. Das Sechsermuster. Nun zeige ich euch mal 3 verschiedene Drehrhythmen. Sechser, Vierer und Dreier. Probiert aus, welche anderen Drehrhythmen euch auch gefallen. Ihr könnt auch von unterschiedlichen Startpositionen aus beginnen, mal von Position 2, 3 oder 4. Dann sieht das Muster jeweils immer anders aus. Und vergesst nicht, auch mal die Rückseite anzusehen. Ich möchte euch eine kleine Auswahl meiner Muster für die Schnurbindungstechnik zeigen. Natürlich gibt es noch jede Menge andere im Internet und vielleicht erfindet ihr selbst noch neue. Farben, Formen, Rhythmen, traut euch, es gibt so viel zu entdecken. Ohne dass ihr es gemerkt habt, habe ich hier beim Weben etwas getrickst und euch nicht gezeigt, wie ich den Rand des Bandes webe. Das werde ich aber in meinem nächsten Video nachholen. Ich nenne es Ränder, Ränder, Ränder. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Besucht mich auf meiner Homepage www.rohrmosers.com. Viel Spaß bei euren Projekten und bis bald. Eure Angela Rohrmoser.